Wunderschönen guten Morgen. Heute geht es von München nach Rotterdam und dann nach Bremen. Und ihr seid heute live dabei. Ich freue mich, habt viel Spaß. Hey Leute, ich bin Vinny Blair und ich überführe Fahrzeuge quer durch Europa. Heute nehme ich euch mit auf eine spannende Reise von München nach Rotterdam. Die Gesamtstrecke beläuft sich auf über 1100 Kilometer inklusive der Rückfahrt nach Bremen. Ich bin gespannt, welche Herausforderungen uns heute erwarten werden. Wir sind jetzt bei der Firma angekommen, aber ich hatte die Uhrzeit nicht so im Auge. Start um 8 Uhr, wie jetzt eigentlich geplant, wo wir losfahren wollten. Es ist jetzt leider 9 Uhr geworden. So lange gilt es jetzt abzuwarten und hoffentlich können wir dann das Auto annehmen und starten und nach Rotterdam fahren. So sieht das Ganze hier aus. Hier stehen einige Camper schon da und ich habe jetzt extra schon mal nach den Kennzeichen geschaut, welche davon meiner ist, den ich jetzt mitnehmen darf. Und ich habe den hier gefunden. Ganz schön schick. Bin mal gespannt, was der so drauf hat. Jetzt haben wir das Auto übernommen, Fotos davon gemacht, hat alles soweit gepasst. Wir sind eine Stunde später los als geplant, aber das ist jetzt halb so wild. Hauptsache, wir sind jetzt schon mal losgekommen. Auf dem Navi steht circa 9 Stunden. Planmäßige Ankunft bis 18 Uhr. Ich starte jetzt schon hier mit einem halben Tank. Also muss ich mal zuschauen, wo ich dann irgendwo auf der Strecke mal tanken kann. Aber da brauche ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen, sondern ich gebe jetzt einfach mal Gas und schaue, dass ich ein paar Kilometer schon mal hinter mir bringe. Wird auf jeden Fall ein actionreicher Tag. Ein bisschen selbst zu mir. Ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Raum Bremen. Ne, Quatsch. Ich bin ja jetzt fast schon gebürtiger Bremer. Ne, ich bin aus dem Raum München. Bin jetzt wegen dem Studium dahin gezogen, nach Bremen. Und Job jetzt ein bisschen nebenbei als Autoüberführer. Fahre ein bisschen hin und her. Heute jetzt das erste Mal, dass ich mich selbst dabei aufnehme, ist ein komisches Gefühl. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man Selbstgespräche machen. Aber ich glaube, da groovt man auch mit der Zeit auf jeden Fall rein. Ansonsten schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, was ihr euch denn vielleicht für einen Content wünscht, was ihr gerne sehen wollt. Ob ihr vielleicht Tipps für mich habt, Tricks für mich habt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, ein bisschen auch in Kontakt mit euch zu kommen, vielleicht auszutauschen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar, die in derselben Branche arbeiten und Autos überführen, vielleicht auch ein paar Tipps für mich haben. Ich bin ein blutiger Anfänger. Das ist jetzt die erste Selbstständigkeit. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Also es pusht einen enorm. Also da ist jeder Tag irgendwie eine Herausforderung, immer wieder was Neues. Das in den normalen Studienalltag auch irgendwie zu integrieren. Und man kommt natürlich rum. Ich habe den Vorteil jetzt, dass ich immer mal wieder nach München komme, meine Eltern, meinen Bruder besuchen kann, meine Freundin natürlich, die sind auch alle hier. So, jetzt bin ich an der Tankstelle, hier in Gießen. Hier bin ich das Auto am Tanken. Und wie sich herausgestellt hat, ist das ein Diesel, was natürlich auch Sinn macht bei so einem Auto. Es war ja gleich zu Beginn nur halb voll. Und es hat sich ganz wacker geschlagen. Also ein paar Kilometer haben wir auf jeden Fall runterbekommen. Jetzt sind wir hier gerade ordentlich am Tanken. Wie kann man es am besten sehen? Gerade bei 80 Euro. 2,12 Euro der Literpreis. So, jetzt sind wir wieder zurück auf der Tour. Ich habe ein bisschen Flüssigkeit abgelassen, ein bisschen Flüssigkeit getankt, ein bisschen was zu trinken nochmal mitgenommen. Jetzt sind wir wieder perfekt ausgestattet. Und auf dem Weg weiter nach Rotterdam. Ich habe auf dem Navi geschaut, also ich habe jetzt effektiv keine Zeit verloren. 17:50 Uhr ist immer noch die Ankunftszeit. Ich
habe jetzt eine Reichweite von 700 Kilometern. Ich komme zum Ziel höchstwahrscheinlich, aber ich muss das Auto ja vollgetankt zurückgeben, also muss ich so oder so ein zweites Mal nochmal tanken. So, jetzt sind wir an Köln vorbeigefahren. Jetzt geht es gerade auf dem Weg nach Krefeld. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe keinen Überblick genau, wo wir jetzt entlang fahren auf der Karte, aber das kann ich vielleicht mal einblenden. Es sind ein bisschen weniger als 250 Kilometer auf der Uhr, gerade noch raus aus dem Stau. Ich bin ein bisschen durch Köln gekommen. Also Köln ist ja eine wunderschöne Stadt. Also die Skyline habe ich noch nie so gesehen. Aber jede 20 Meter, vielleicht 30, vielleicht ist es auch übertrieben, aber jede 20, 30 Meter waren Blitzer. 50er Zone, Blitzer, nochmal Blitzer, nochmal Blitzer. Also das ist echt der Wahnsinn. Von der Erschöpfung her geht es eigentlich auch. Ich hätte es jetzt echt schlimmer erwartet, aber Gott sei Dank, hier ist zwar kein Holz, aber Gott sei Dank läuft's. Nicht müde, keine unnötigen Pausen. Worüber ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, ist, wie ich nach Hause komme. Also ich kenne mich nicht mit dem System aus. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich einfach ein Zugticket buchen kann von dort, wo ich mich genau befinde, bis hin zur Haustür. Das wäre natürlich das Geilste, bevor ich da hin und her suchen muss und vielleicht irgendeine niederländische Bahn oder was weiß ich was, Karte holen muss. Aber das sind Probleme von später. Ich hoffe, die können wir auch klären. Jetzt genieße ich hier gerade noch ein bisschen den deutschen Boden, die deutsche Autobahn, bis es hin dann in die Niederlande geht. So, wir haben es geschafft. Der Grenzübertritt ist gelungen. Wir sind hier auf holländischen Boden, niederländischen Boden. Jawohl, es wird irgendwie immer heißer. Wir haben gerade 28 Grad und ich bekomme hier den klassischen LKW-Tar. Mein linker Arm glüht. Das nächste Mal muss ich ein bisschen Sonnencreme mitnehmen. Und rechts ist eigentlich so gut wie hier nur im Schatten. Immer schön auf der Armliege hier. Jetzt würde ich Gas geben, das Auto abgeben und mich bei der Übergabe dann nochmal melden, weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier nicht mehr so viel Spannendes passieren wird. Dann sehen wir uns gleich. So, wir konnten das Auto erfolgreich abgeben. Ein sehr lieber Kerl da gewesen, der extra auf mich gewartet hat. Der hat jetzt ein paar Autos einfach weitergeputzt und so. Aber er musste jetzt bei der Übergabe leider selbst mit dabei sein. Ich konnte jetzt nicht einfach einen Schlüssel oder sowas einfach abgeben. Aber lief jetzt alles recht unkompliziert. Jetzt fängt die zweite große Challenge an. Er hat gesagt, hier in der Nähe gibt es eine Metro Station. Die muss ich jetzt erstmal finden. Schauen, wie ich an ein gutes Ticket komme, ein günstiges Ticket vor allem. Und dass ich halt überhaupt noch heute nach Hause komme. Jetzt ist die zweite Etappe von Rotterdam. Also wenn ich heute noch um 12 Uhr nach Hause komme oder auch um 1, 2, bin ich mehr als happy. Ansonsten war es bis jetzt ein geiler Trip. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, so, jetzt bin ich hier an der Metro Station. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man hier ein Ticket kauft oder irgendwas. Scheinbar haben die so eine Art Bahnkarte, die sie aufladen können und dann, oder vielleicht auch eine Monatskarte, die sie dann benutzen können. Ich habe es nicht verstanden, da gab es sogar tatsächlich auf Deutsch, dass das alles erklärt wird, aber hat mir jetzt nicht wirklich viel weitergeholfen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Da war eine ältere Dame und die meinte, ja, du drückst einfach nur auf den Knopf und dann kaufst du es dir. Ich habe gesagt, ja, ich habe es schon probiert, aber es funktioniert nicht. Und dann war ein junges Mädel da, die gleich mitgekommen ist und gesagt hat, ja klar, ich kann es dir gerne kaufen, kein Problem. Jetzt sind wir hier angekommen. Ticket habe ich gekauft, 4,50 scheinbar ist es jetzt für die Central Station, also für die Metro selbst. Dann muss ich gucken, wie ich von dort aus nach Deutschland komme. Ich bin jetzt hier nicht direkt in Rotterdam, das ist jetzt gerade das Ziel, sondern ich bin jetzt hier in so einem Vorort, keine Ahnung, wie sich das spricht, Portugal oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt gerade eben knapp die Bahn verpasst, aber zu meinem Glück fährt die hier alle 10, 20 Minuten, also muss ich jetzt gut 6, 7 Minuten noch warten und dann kann die Reise auch schon weitergehen.
Ich bin jetzt ja gerade in Rotterdam angekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich wirklich erwartet habe, aber das hier habe ich irgendwie auf jeden Fall nicht erwartet. Also ich fühle mich hier ein bisschen wie in New York oder in Hollywood oder keine Ahnung. Aber was nicht so cool ist, es fährt kein Zug mehr. Ich müsste irgendwie umsteigen und da 3-4 Stunden warten. Oder ich fahre jetzt mit dem Flixbus. Jetzt müsste ich mal nachschauen, wo es den Flixbus gibt. Hauptsache ich komme irgendwie heim und jetzt nicht um 6, 7, 8 Uhr wegen der Präsentation, die ich morgen auch halten muss. Es ist auf jeden Fall eine richtige Challenge. Aber ich glaube, ich kriege das schon hin. Mal schauen. Drückt mir die Daumen, Leute. So, jetzt bin ich hier beim Essen. Ich hau mir jetzt halt nochmal ein Sandwich rein. Und ich fahre jetzt halt auch mit dem Flixbus nach Hause. Ich werde wahrscheinlich dann so um 3 oder 4 Uhr nach Hause kommen. Wird eine harte Nacht. Aber ich freue mich, wenn ich jetzt halt im Bus sitze und ein bisschen entspannen kann. Vielleicht schaffe ich es ja auch, ein bisschen Schlaf zu kriegen. Muss aber mittendrin dann einmal nochmal in Amsterdam umsteigen. Von dort aus geht es dann weiter nach Bremen. Wir sehen uns gleich im Bus. Ich bin jetzt halt gerade eben in Amsterdam angekommen. Ich habe mir einen Supermarkt rausgesucht und habe mir noch was zu essen und trinken geholt. Und ich konnte auch 1 Stunde ungefähr im Bus schlafen. Aber man ist immer ein bisschen paranoid, ob die Sachen irgendwie wegkommen, ob man die Haltestelle irgendwie verpasst und der Bus einfach weiterfährt. Hat sich aber herausgestellt, dass die letzte Station war, aber ich bin ein bisschen früher aufgestanden. Jetzt muss ich noch circa 40-50 Minuten warten. Um 22:45 Uhr geht dann der Bus von Amsterdam nach Groningen, dann nach Bremen, fährt aber selber weiter. Deswegen muss ich aufpassen, da darf ich auf jeden Fall nicht verschlafen. Ich habe auch noch einige Sachen zu tun, die ich erledigen müsste am Laptop und vorbereiten. Ja, planmäßige Ankunft wäre jetzt 3:50 Uhr und um 8:30 Uhr muss ich in der Uni sein. Also wird schon ganz schön witzig. Ich bin selber gespannt, was da jetzt mal rauskommt, aber jetzt mit dem Essen und Trinken ist man ein bisschen ruhiger, man ist da ein bisschen happy. Aber ansonsten geht es definitiv heute der ganze Tag an die Substanz. Lustigerweise bin ich jetzt hier genau in Amsterdam Sloterdijk und ich war hier schon mal im Jahr, genau zu Silvester 2020 mit meinem Bruder. Wir sind jetzt nur ein einziges Mal da gewesen, aber ich habe sofort alles erkannt und ein paar Spots, wo wir ein bisschen Zeit zusammen verbracht haben, auch hier in der Nähe gleich am Bahnhof. Da bin ich jetzt mal kurz entlang gelaufen, habe mir jetzt etwas zu essen geholt, esse jetzt noch ein bisschen und dann stelle ich mich auch vor zu den anderen Leuten und warte auf den Bus. Vielleicht gibt es noch mal ein paar Clips, ansonsten melde ich mich noch mal, wenn ich hoffentlich in Bremen ankomme. Ich bin jetzt im Bus. Gott sei Dank gibt es ja auch Steckdosen. Beim vorherigen Bus gab es keine, weil mein Akku jetzt langsam auch leer ist. Jetzt kann ich in Ruhe mein Handy laden und im besten Fall noch mal ein bisschen schlafen. So Leute, wir haben es endlich geschafft. Es ist 3:36 Uhr. Ich glaube sogar vor planmäßiger Ankunft sind wir jetzt tatsächlich angekommen hier in Bremen. Ich bin fix und fertig, aber das Gute ist, ich konnte eigentlich die ganze Rückfahrt wirklich schlafen. Bin mir jetzt selbst unsicher, ob ich jetzt direkt weiter schlafen soll oder ob ich noch irgendwas erledigen soll. Jetzt habe ich nur noch ungefähr einen 10-minütigen Nachhauseweg vom Bahnhof aus und ich freue mich aber final einfach aufs Bett. Es war ein anstrengender Tag. 6:30 Uhr sind wir aufgestanden und jetzt sind wir kurz vor 4 am nächsten Tag wieder zu Hause.
Ich bedanke mich bei jedem, der bis jetzt hierher mit zugeschaut hat und mitgefiebert hat. Würde mich über einen Kommentar oder ein Like freuen. Und ansonsten bis nächstes Mal. Ciao, ciao.